Nun ist es also doch geschehen, unser erstes Spiel, was wir in unserer Liga hier verloren haben. Bei Hannover 96 mit 3:1. Absolut verdient. Hatten wir leider keine Chance, das Ehrentor dann mit dem Schlusspfiff. Heute gegen Karlsruhe, die Chance ist natürlich gleich besser zu machen und das will ich auch machen. Ich möchte gleich von Anfang an ein bisschen offensiver spielen. Also quasi auf offensiv gehen mit unserer Truppe hier. Und dann, ja, wie gesagt, heute vielleicht wieder 3 Punkte holen gegen Karlsruhe. Die sind momentan noch auf dem 11. Platz, aber die Liga, die ist momentan so eng zusammen, das hat bei uns nichts zu heißen. Da ist ganz oben und ganz unten sind gerade mal 4, 5 Punkte getrennt. Das sind 2 Spiele, das ist nichts. Von daher, wir müssen uns jeden Sieg hart erarbeiten. Hier bekommen wir nichts geschenkt, gerade als Aufsteiger. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie das hier heute klappt. Oder halt auch nicht gegen den KSC. Aber die erste Chance, die haben wir durch Grodowski. Ja, wir dürfen uns hier gar nicht verunsichern lassen. Schöne Jacke übrigens, ja, fehlt nur das Preußen-Logo drauf. Und gleich mal ein frühes Tor, das würde doch unserem Spiel hier gut tun heute. Hendricks, oh, die kommt gut. Partov! Und vorne Fridtjonsson geht nochmal drauf. Ja, die Karlsruher, also Stand der Aufnahme, haben die heute in Köln einen 3-0-Rückstand aufgeholt und haben noch 4-4 gespielt. Also die Karlsruher, die waren ja auch eigentlich die letzten Jahre immer am Anfang oben mit dabei. Ja, da hat man auch gedacht, okay, jetzt geht's mal wieder hoch. Dann haben sie aber zum Ende der Saison immer ein bisschen nachgelassen. Dann waren sie so im Mittelfeld. Mal gucken, vielleicht geht's ja für den KSC auch mal wieder hoch. Ja, waren auch mal früher in der Bundesliga. Mein Gott, wenn man mal so 10, 20 Jahre zurückblickt. Wer hat da nicht alles in der ersten Liga gespielt von den Mannschaften in Liga 2? So, auch die Karlsruher mit dem Versuch, aber ja, die stehen auch hinten sehr gut. Viererkette, Fünferkette, weiß ich nicht, Viererkette, glaube ich. Nee, das ist kein Abseits. Ja, und dann war es das erstmal. Müssen wir erstmal warten, bis die Leute nachrücken. Terhorst. Grodowski in der Mitte. Nein, Fridtjonsson. Torpedo. Aber Ball ist noch heiß. Janda. Wir setzen uns gleich wieder fest. Das ist richtig gut. Oh, unten haben wir Platz. Mees. Schön gemacht. Warum denn nicht? Mees. Nächste Chance. Himmelmann im Tor. Also die Anfangsphase gehört uns. Ja, aber das, was fehlt, das, was auch gegen Hannover dann am Ende der Knackpunkt war, ja, das Tor, was wir nicht geschossen haben, das, was Hannover dann geschossen hat, und wie gesagt, die haben auch viel besser gespielt, verdient dann auch 3:1 gewonnen in der Höhe. Und die Karlsruher kommen über Zivcivace. Torjäger, ne, aber bislang ist da nicht viel zu holen. Wir stehen wirklich richtig gut, wir machen da sehr, sehr gut und sind auch gleich wieder vorne. Wir schalten direkt um, wie aus dem Lehrbuch hier. Kirkeskov gegen Jung, auch ehemaliger Frankfurter. So viele Ex-Frankfurt-Spieler in Liga 2. Fridtjonsson mit dem Rücken, klappt leider nicht. Und auch die Karlsruhe, die machen das echt gut. Die schalten schnell um. Also ich habe auch das Gefühl, weil es ja auch hieß, die KI, die gewöhnt sich irgendwann an den Spielstil oder irgendwie passt sich so ein bisschen dem Spielniveau an, hieß es ja irgendwie. Oder ich habe das einfach wieder nur falsch verstanden, aber ich glaube, so war das, dass die KI ein bisschen intelligenter geworden ist. Auch die Gegner-KI, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Ich bin immer ein bisschen vorsichtiger, wenn es da heißt, die KI hat sich verbessert. Achtung, Karlsruhe mit der ersten Chance oder mit der nächsten Chance. Behrens momentan sehr souverän. Wir machen das gut, wir spielen das richtig gut hinten raus. Das sieht sehr, sehr flüssig hier aus. Hendricks auch ganz rüber, jawohl. Remberg mitgenommen. Und jetzt der Ball auf Grodowski. Schön gespielt. Ah, da hätte ich noch weiterlaufen können. Da war der Platz da. Ich dachte, wir müssten da in den Zweikampf rein. Aber nein, haben wir gut gemacht. Hendricks. Auch wieder unser Ball. Also wir spielen wirklich gut. Es fehlt nur noch die Führung. Es fehlt nur noch die Führung. Remberg hat ein bisschen viel Platz. Grodowski zieht wieder rein. Ja, da ist dann Außenplatz. Und jetzt ganz hinten am zweiten Pfosten. Ja, so halt auch wieder nicht. Aber egal. Mees. Terhorst, das sieht richtig gut aus hier. Janda und jetzt Remberg. Ja, nee, unten. Das ist wirklich Wahnsinn, ey. Schau euch das an, wie das funktioniert. Die Flanke zwar nicht, aber es gibt, ich glaube, Einwurf, ja, oha. Von der Eckfahne. Aber auch da haben wir zu viel Platz. Remberg. Was wäre das für eine Geschichte, wenn er hier treffen würde? Und wir haben gerade mal eine halbe Stunde gespielt. Also wir haben noch ein bisschen was. Und es ist schon so viel passiert hier. Aber Achtung, der KSC kommt jetzt über Herold. Ah, da hat Terhorst geschlafen. Oh, und jetzt die Chance für Karlsruhe. Und die eiskalte Dusche durch Schleusener. Das 1:0, so ein bisschen aus dem Nichts. Aber ganz einfach gespielt. Außen haben wir wieder geschlafen und dann der perfekte Ball in die Schnittstelle hinter die Abwehr. Und dann ist Behrens im Tor auch geschlagen hier. Der, ja,
Perfekte Ball, der Schuss dann aus 15, 16 Metern und Behrens, da fliegt die Flasche sogar hinten weg. Nicht zu halten. Ja, und das ist ganz wichtig und das ist sehr, sehr bitter, sehr, sehr ärgerlich. Wir hatten die Chancen, Schleusener immerhin mit seinem 3. Tor. Also bislang hatte ich das noch nicht, dass ein Spieler sein erstes Tor gemacht hat gegen uns. Mal gucken, das kommt noch irgendwann. Aber genau das ist das Problem. Das war auch gegen Hannover, obwohl das jetzt da nicht so heftig war. Aber wenn wir die Chance nicht nutzen und der Gegner kommt dann vors Tor, 1-2 Mal gefährlich, dann wirst du eiskalt erwischen. Das ist als Aufsteiger sehr, sehr bitter. Das ist sehr, sehr haarsträubend. Das kann dir wichtige Punkte zum Klassenerhalt kosten. Wanizek, Schleusener, oh, gerettet. Jetzt aufgepasst. Die Karlsruher setzt nach, aber wir machen das im Stile einer Spitzenmannschaft. Befreien wir uns. Und es geht in die andere Richtung. Terhorst, um Gottes Willen, was ist denn das für ein geiler Ball? Grudowski kriegt da den. Ja, und jetzt Janda in der Mitte. Janda! Das sieht wirklich alles gut aus. Ganz flüssig. Auch die Seitenwechsel, die 100 Meter, 200 Meter Flanken, die klappen auch. Aber es hapert am wichtigsten, am Abschluss. Und deswegen ist das so bitter, dass wir hier schon wieder zurückliegen. 1-0. Aber gut. Daran müssen wir halt auch ein bisschen arbeiten an unserer Chancenverwertung. Wie gesagt, ich habe viel höhere Ansprüche. Wir spielen jetzt hier mit Münster. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier mit dem HSV spielen. Oh, Zivzivaze. Große Chance. Und wieder Behrens. Da haben wir einmal den Schritt zu spät gemacht oder zu früh. Einmal ins Leere gegrätscht und schon die Chance wieder da. Also es ist nicht unverdient, dass die hier führen. Ne? Überhaupt gar keine Frage. Die waren auch, wobei, warte mal kurz, bevor ich hier meinen Satz weiterführe. Grudowski nochmal mit der nächsten Chance. Jetzt aus spitzem Winkel. Grudowski und Fridjonsson kommt leider nicht ran. Also es ist ein sehr offenes Spiel. Ja? Wir haben viele Chancen auf beiden Seiten. Ich sehe uns ein kleines bisschen besser. Aber die Führung haben die Karlsruher. Von daher ist das auch völlig okay, dass die hier führen. Ist jetzt nicht hoch verdient, ne? Aber es geht in Ordnung. So würde ich das mal sagen. Bei Partov müssen wir mal gucken. Der hat schon ein bisschen... Er ist nur noch bis zur Hälfte fit. Aber wir haben zur Not haben wir Scherder. Wir können Rogov auch noch hinten rein tun. Wir haben auch noch Makrides, Amenido, Nemeth. Wir haben auch noch ein bisschen Qualität. Also Spieler auf der Bank. Auch eine gewisse Qualität. Aber ich möchte das jetzt erstmal mit den Jungs hier durchziehen. Weil es sieht ganz gut aus. Wir spielen das gut nach vorne hin. Das sieht wirklich sehr, sehr flüssig aus. Ja, nur das, was entscheidend ist im Fußball, das fehlt halt. Die Chancen dazu hatten wir und wir machen jetzt genauso weiter. Defensiv müssen wir echt vorsichtig sein, sonst steht es hier ganz schnell auch mal 2-0. Aber wir gewinnen ja auch die Zweikämpfe. Remberg, ganz, ganz wichtig. Und wieder Grudowski, der nächste Angriff läuft. Oh, 3-2, ganz oben. Nee, schade. Chance vorbei. Da war mal eine Lücke ganz oben. Oh, die Fehlpässe zum Beispiel auch mit... Es war riskant, mit Ansage vielleicht auch der Fehlpass, aber wir müssen auch ab und zu mal versuchen, so riskant zu spielen, damit sich halt Chancen dann irgendwie für uns ergeben. Aber weiter, komm, wir haben noch Zeit. Zur Not machen wir in der 90. noch den Ausgleich, wenn es sein muss. Oder wir drehen das Spiel dann komplett innerhalb von 5 Minuten. Habe ich auch schon hinbekommen. Aber aufgepasst, der KSC, ja okay, so Flanken. Da brauchen wir uns nicht wirklich strecken. So, nächste Chance, Mees, wieder ein bisschen Platz und wieder. Langer, diagonaler Ball auf Grudowski. Die klappen bislang echt gut. Ich hoffe, dass sie das nicht wieder patchen. Die funktionieren wirklich, wirklich gut. Grudowski, Janda. Jetzt würde ich gerne wieder oben spielen, aber die Karlsruher laufen das echt gut zu. Remberg, Janda hat sich jetzt mal ein bisschen fallen lassen. Und jetzt der Platz für Grudowski, Fridjonsson, schade, da wollte ich einen Doppelpass machen. Der ist bislang ganz schön abgemeldet hier in Halbzeit 2, Fridjonsson. Weil wir halt auch noch wenig Flanken geschlagen haben bislang. Wanizek, auch einer der besten in der zweiten Liga. Zivzivaze genauso. Oh, da ist jetzt zu viel Platz für den KSC. Das darf eigentlich nicht sein. Geblockt, sehr schön. Grätsche ist da, Verteidigung steht, Verteidigung ist hellwach. Genau so muss das sein. So, nächste Chance. Fridjonsson. Oh, jetzt habe ich es verpasst zu spielen. Jetzt war die Lücke da. Jetzt wäre der Laufweg auch genau der richtige gewesen, aber ich habe es leider verpasst zu spielen. So, was können wir denn mal machen? Ich glaube, Makrides für Janda ist immer ein guter Wechsel. Da kommt noch ein bisschen Geschwindigkeit. Ich würde auch Schneider reinbringen. Auch wenn wir jetzt hinten liegen, ich würde auch so einen Jungen immer mal reinwerfen. In Verteidigung würde ich auch Scherder mal reinbringen für
Partov. Ich hoffe, den spricht man so aus. Wenn nicht, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Und Nemeth vorne für Fridjonsson. Erste Halbzeit war noch okay, zweite Halbzeit hatten sie einen gut im Griff. Und jetzt nochmal volle Lutsche nach vorne. Zur Not werde ich auch gleich die Formation. Was haben wir hier für Vorschläge? 4-3-3, 4-2-3-1. Ich habe ja ein 4-2-3-1. Ich würde das jetzt so stehen lassen erstmal. Vielleicht, wenn ich nochmal eine Dreier-Formation... Ach, guck mal, da ist es schon so. Dann gehen wir rein ins Pressing. Also, die letzten 25 Minuten hier. Ist vielleicht auch ein bisschen zu früh, aber ich will das Spiel auch noch versuchen, komplett zu drehen. Wenn es nicht funktioniert, okay. Dann ist es halt so. Dann kann ich aber sagen, ich habe es wenigstens versucht. Von daher jetzt 3-4-1-2 mit 2 Spitzen. Mal gucken. Oh, unten ist er doch ganz frei, wenn er den hinkriegt. Nemeth. Ja, ich wollte Grudowski eigentlich. Ich wollte Grudowski ins Spiel bringen. Der war ganz unten frei. Und jetzt kommt die Karlsruhe über Schleusener. Jetzt werden sich natürlich die Lücken ergeben. Das ist ganz klar. Schleusener. Oh, der kommt nicht wirklich ran. Schleusener. Der war ja fast in Zeitlupe, der Ball. Also ist in Zeitlupe geflogen. Oh, und der nächste Eckball. Mal wieder eine Chance für die Karlsruher. Schlechter Eckball, Gott sei Dank. So, nächste Chance. Wie schnell können wir umschalten? Hendricks, komm. Nimm beide Beine in die Hand. Unten ist wieder Grudowski. Nee, ist Schneider. Sehr schön. Guter Aufbau, Remberg. Schneider im Doppelpass. Nee, schade. Das war auch wieder zu riskant. Wieder die Karlsruher. Jensen, Kirkeskov. Das ist natürlich jetzt deren Spiel, ne? Die können das ein bisschen ruhiger angehen lassen. Holen vielleicht noch 1, 2 Eckbälle raus. Oh, Achtung, Zivarze. Aber ansonsten die Verteidigung. Oh, steht, wollte ich gerade sagen. Achtung! Und schon kriegen wir die Entscheidung. 0:2. Ja, es ist einfach bitter, weil wir den Ball hinten nicht rausbekommen. Hier, da ist der Ball, ist da schon geklärt eigentlich. Der darf da nie durch. Da, der ist schon geklärt und dann, ja, weiß ich nicht. Hapert's bis nach dem Antritt bei Kulis. Und es steht 2:0 und Zivarze ist der Torschütze. Ja, das ist natürlich jetzt zu einem Zeitpunkt im Spiel, wo du schon von der Vorentscheidung sprechen kannst. Es ist noch ein bisschen zu spielen, aber wenn wir noch hier einen Punkt holen wollen, dann müssen wir jetzt. Da müssen wir jetzt ran. Schneider. Alleine oder zurückspielen. Grudowski, nee. Da fehlt dann auch heute ein bisschen das Glück, dass er den Ball nicht am Gegner abprallen lässt, sondern beziehungsweise, dass der Gegner nicht dazwischen geht, sondern ja, dass der halt auch mal reingeht. Aber es war besser als gegen Hannover, das auf jeden Fall, aber es hapert halt heute an der Chancenverwertung. Oh, Achtung, die Karlsruher kommen nochmal über Wanizek. In der Mitte ist wieder Zivarze. Jetzt machen sie es alleine. Zivarze! 3:0. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt mindestens mal ein Tor zu hoch. Also 2:0 ist in Ordnung. Wir haben ja auch nicht so schlecht gespielt in Halbzeit 2, aber das 3:0, das ist schon heftig. Also so schlecht waren wir dann halt auch nicht, aber wir haben halt hinten. Dann durch die Umstellung aufs 3-4-1-2 natürlich vielleicht zu früh, zu viel riskiert. Ja, und Zivarze, was willst du da machen? Ist nicht umsonst einer der besten Stürmer in der zweiten Liga oder Spieler generell. Der Doppelpack durch Zivarze, der Georgier, bombt also auch hier. Und für uns wird es die zweite Niederlage. Wieder mit 3 Gegentoren. Das ist natürlich auf Strecke gesehen zu viel. Also wir dürfen jetzt nicht jedes Spiel 3 Gegentore uns hier fangen. Und wir müssen dann auch mal wieder zumindest in Führung gehen. Dann gleich das zweite nachsetzen. Aber wie gesagt, wir sind Münster. Wir haben ja noch eine schwere Saison vor uns. Eine große Aufgabe, 3 Mannschaften hinter uns zu lassen. Es wird nicht so leicht. Ich glaube wirklich, wenn das so weitergeht, dass wir wirklich bis zum letzten Spieltag hier um den Klassenerhalt fighten müssen. Und das finde ich gut. Da bin ich auch ein großer Fan von. Ich bin allerdings nicht so ein großer Fan davon, dass ich hier mir jetzt 3, 4 Spiele lang hintereinander die Hucke vollhauen lasse. So wie hier heute. Also 3:0. Ich glaube, der Sieg geht in Ordnung. Aber in der Höhe, wie gesagt, 2:0. Ich habe vielleicht auch zu viel riskiert. Ich wollte vielleicht schon in der 65. mit einer Dreierkette spielen. Das hätte ich vielleicht erst ab der 80. machen sollen. Naja, und somit gibt es die zweite Niederlage. Erste leichte Pfiffe hier im Stadion. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir stehen wieder auf und machen weiter. Sehr, sehr bitter. Statistik sagt was anderes. 8:8 Schüsse. Aber das Ergebnis, das was halt zählt,
Das ist entscheidend. Somit 3-0. Nächste Niederlage. Jetzt haben wir noch eine Nachricht von unserem Chefphysio. Achso, Malik Batmaz ist wieder fit. Das ist gut. Da muss ich jetzt aber überlegen, was ich mache. Ich könnte auch mit 2 Spitzen spielen, ne? Dann müsste aber Janda wahrscheinlich raus. Dann könnte ich mit Fridjonsson und Batmaz spielen. Aber, boah, was mache ich, ey? Gut, der hat 67, wobei der ist ja auch noch nicht ganz fit. Der hat eine 67, 75 Tempo. Das Problem ist halt, dass ich ihn nicht mit Flanken füttern kann. Wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich hat er auch ein gutes Kopfballspiel. Muss mal kurz gucken hier. Was hat er bei Kopfballpräzision? Hat er eine 58. Gut, das geht auch als Stürmer ein bisschen besser. Gutes Dribbling, Ausdauer, Beschleunigung. Also es ist halt auch nicht langsam. Boah, da stehe ich so ein bisschen zwischen den Spielern, muss ich sagen. Ich muss mir das jetzt nochmal spontan überlegen hier. Gegen die Hertha, was wir da machen. So, wir machen erstmal weiter, dann gucken wir auf die Tabelle. Ach, wir haben erstmal Länderspielpause. Okay, vielleicht kriegen wir auch wieder einen neuen Bericht aus dem Senegal. Es ist, glaube ich, der 16. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder Scouting-Berichte bekommen. So, die Hertha steht jetzt auch nicht so gut da. Sind jetzt 14. Wir sind 10. Ihr seht, wie schnell das gehen kann. Innerhalb von 2-3 Spieltagen von der 2 runter auf die 10. So, da haben wir es hier. Senegal, die kann ich mir nur angucken. Die kann ich mir nicht holen. Ah, der hat ein Potenzial bis 94. Der ist gar nicht schlecht hier. 13 Jahre, der könnte in meine Jugendmannschaft rein. Die beiden dagegen nicht. Die würde ich mal ablehnen. Ne, warte mal, den nicht. Den lehne ich mal ab. Also Potenzial 72 bis 94 mit 13. Ich behalte den erstmal. Ich hoffe, dass die nicht weg sind aus den Berichten. Ich hoffe, dass ich die, wenn ich dann wieder Geld habe, noch habe. Scouting-Bericht veraltet. Ach so. Ach, die sind jetzt wieder da. Ja, ich habe jetzt aber leider kein Geld, um die wieder auf Reisen zu schicken. Da habe ich leider kein Geld mehr. Ich werde an dich denken. Warte mal, was hat er schon? Es freut mich zwar, dass Malik Batmaz nach seiner Verletzung wieder fit ist. Ich hoffe, ich habe sie so sehr überzeugt, dass ich auch im nächsten Spiel eingesetzt werde. Etienne Amenido, was hast du für ein Spiel gesehen? Du hast nicht gespielt. Ich weiß nicht, hat er auch mal zwischenzeitlich auf der Playstation gespielt? Oder? So, hier, gut, hier gibt es immer wieder neue Spieler. Das werden wahrscheinlich bis zur Winterpause noch 50 Spieler werden. Klar, Innenverteidiger, Gora Diouf, Male Ake, der Bruder wahrscheinlich von Nathan Ake, der jetzt hier in-game beim BVB spielt. So, schauen wir mal, wie eng das hier zusammen ist. Ne, das sind die Spiele. Wir sind 10. genau in der Mitte. Die Hertha ist 14. Die können uns also auch mit dem Sieg überholen. Oben Köln und Düsseldorf setzen sich vielleicht so ein bisschen ab. Oder zumindest die Kölner, die haben noch nicht verloren. Düsseldorf, Schalke, Paderborn, Nürnberg, Hamburg ist jetzt auch weiter oben. Karlsruhe durch den Sieg. Und wir müssen nach unten gucken. Wir müssen auf Darmstadt gucken. Und da haben wir jetzt bislang 4 Punkte Vorsprung. Solange wir das halten und mindestens 15. werden, ist das eine gute Saison für uns. Fürth überrascht mich, dass die unten stehen. Das hätte ich nicht gedacht. Sage ich euch so, wie es ist. Ich möchte mal in den Kalender, ich möchte mal so einen kleinen Überblick verschaffen, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ach, 24 € immer noch. Mann, bin ich ein armer Schlucker. So, jetzt haben wir das Heimspiel gegen die Hertha. Dann haben wir ein Auswärtsspiel in Regensburg. Und dann ist DFB-Pokal. Und wenn wir da weiterkommen, was ich so sehr hoffe, dann haben wir wieder ein bisschen Geld, damit ich mir zumindest mal ein paar Jugendspieler holen kann, die mir vorgeschlagen wurden. Wie sieht es dann aus? Oha, dann wird es natürlich mit Düsseldorf und Hamburg nicht weniger leicht. Dazwischen ist eine Länderspielpause. Dann haben wir noch Elversberg, Darmstadt und dann geht's mit Magdeburg. Ach nee, Magdeburg in der Liga, ne, noch. Und dann geht's hier mit Elversberg mit der Rückrunde schon wieder los. Dann haben wir erstmal eine Winterpause, dann der HSV auswärts. Ich möchte jetzt gerade mal gucken, ob die noch da sind, die Berichte. Ich glaube aber nicht. Schade, die sind weg. Nein. Schade. Na gut, also fürs nächste Mal merke ich mir, genug Geld auf dem Konto haben, damit ich solche Scouts entsenden kann. Ansonsten, wir können ja mal hier kurz reingucken, in die Jugendmannschaft sind da 2 dabei, beziehungsweise der Ukrainer hier, der Kovalenko, der hat halt auch eine 60, 73 Potenzial. Der Rossi ist halt 14 Jahre erst, hat schon eine 53. Musa hat eine 54 mit 17, den könnten wir also hochziehen, genauso wie Schröder, aber da will ich noch mal ein bisschen abwarten. Also, machen wir weiter gegen die Hertha. Ich bin gespannt, es müssen mal wieder 3 Punkte her oder zumindest mal ein Remis. Und auf jeden Fall allen voran weniger Gegentore. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.